Ja. Weißt du, was mir zurzeit Sorgen bereitet? Was denn? Ich habe da zurzeit so ein bisschen drüber nachgedacht. Ich habe es mir auch aufgeschrieben. Warte mal, wie habe ich es formuliert? Ihr stinkt alle. Stardew Valley, Stardew Valley, Stardew Valley, Stardew Valley, Butch Bob, Butch Bob, Butch Bob, Butch Bob, Stardew Valley, Stardew Valley. Oh yeah. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Butch Bob 2. Jetzt. Herzlich willkommen zurück zu Butch Bob 42 spielen Stardew Valley. Mein Name ist Butch. Und ich bin Bob. Und wir spielen Stardew Valley und Juanita war einfach im Boden versunken. Was? Ja, du musst es dir nachher angucken, aber es war wirklich unglaublich witzig. Hallo, herzlich willkommen zurück. Bob, wie geht's dir? Gut. Die Geister sind heute sehr glücklich. Ich gehe heute Und ich habe ein Omelette bekommen. Okay, was krieg ich? Weiß ich nicht. Tiere gefüttert, gestreichelt und so. Ja, ich krieg anscheinend nichts und sie kriegt einen Amethyst dafür. Oh Gott, ey, das sah gerade wirklich witzig aus. Ist mein Spiel hier so laut? Ich muss mal ein bisschen leiser machen. So, was haben wir beim letzten Mal gemacht? Linus nicht dazu eingeladen, mit auf den Hof zu kommen. Das stimmt. Ich habe eine Batterie bekommen von Pam. Ich frage mich auch, wo sollte Linus hier überhaupt wohnen? Ja, haben das ist ja eine gute kein Frage. Hier gibt's noch Was haben wir noch gemacht? Ja, weiß ich gar nicht. Seegurkenlaich. Wir haben meine Krippe aufgestellt. Das ist gut. Jetzt kannst du endlich Papa Bob werden. Ja, Mann. Zeit wird's. Ach, ich sehe gerade, ich habe auch ein Omelett bekommen. Ich Trottel. Dann haben wir hier noch gut, so das werde ich ja auch brauchen, weil ich will ja in die Schiedemine gehen. Ich muss ja mal noch alles hinpacken. Ich habe hier noch so Zeug dabei, was ich gar nicht... Ach ja, Seegurkenlaich, der kommt hier in die Fässer, ne? Gealterter super Seegurkenlaich. Ich pack mal den ganzen Bums hier jetzt rein. Und zwar die Sense, die Genau, dann habe ich noch die Tunika dabei. und die Hacke. Hatte ich mir eigentlich ein Fucking Moi auch nicht. Dings hier reingepackt? Weiß ich gerade gar nicht. Muss ich gerade noch mal gucken. Nö. Ist ja auch... Obwohl, da ist eine Truhe. Na gut, da kann ich Sachen reinpacken. So, ich fresse mich heute mit Pilzen voll. Was habe ich denn hier noch alles drinne? Ein Doppelbett, Alles. Kokosnuss, gemischte Saat, Trüffel, 15 Eisenbarren, 6 Klingt nach Geoden. einer klassischen Butchkiste. Hey, warum ist Klingt- Pam nicht hier? Weiß ich nicht. Weil es jetzt um 9 ist. Bitte komm zurück, wenn der Bus fahrt. Hä, ist sie nicht sonst immer um 9 da? Um 10, denke Hab ich ich. mich völlig umsonst beeilt. Ja. Aber gut, dann kann ich ja schon mal direkt anfangen, Butch. Genau, fangen wir Themen mal an. und Was so. gibt's Neues, Bob? Gar nicht mal so viel Neues, weil ich habe hier noch einen alten Themenzettel liegen, Ah, wo bei mir noch draufsteht, Leute, die, wie soll ich sagen? Ich bin ja nicht unbedingt kirchlich, ne? nicht unbedingt, nee. Ähm, Faktisch gar nicht. aber, so genau. Aber die Kirche selbst als Bauwerk erkenne ich als solches an. Ja, okay, ja. Und es gibt halt Leute, die das nicht auseinanderhalten können. Und für euch ist dieser Diss-Track. Ja, wie stehst du Ich denn dachte, so jetzt kommt. dazu? Ich dachte, jetzt kommt. Nee, ich habe keinen Diss-Track vorbereitet, sorry. Schade. Ich hatte mich jetzt schon gefreut. Was genau meinst du? Also ich bin, wie ich zur Kirche stehe oder zu den Gebäuden Kirche? Nee, pass oder zur auf, ich Institution geb Kirche? dir ein Beispiel. Ja, bitte. Meine Zeugnisverleihung der... Ja. Obwohl, nee, nicht meine, von einer anderen Klasse. Okay. Von meiner Schule damals. Die Ja. hat in einer Kirche stattgefunden, die direkt neben der Schule halt war, weil ich glaube, die große Turnhalle, wo das stattfinden sollte, war halt, weiß ich, im Umbau oder keine Ahnung, irgendwie sowas. Irgendwie sowas. Und da haben sich halt Leute darüber aufgeregt, ja, wie kann denn das sein? Und hier und Kirche, Staat und getrennt und bla und Schule und lalala. Und normalerweise wäre ich ja auch der Auffassung, weil alles, was mit Kirche zu tun hat, ist voll nicht mein Ding. Ja. Aber ich habe mir dann trotzdem aber auch gedacht, ja,
seht's doch halt an dem Tag einfach nur als Gebäude. So als schönes, architektonisch cooles Gebäude, in dem diese Zeugnisverleihung stattfindet. Was prinzipiell so, finde ich, sogar ein bisschen schöner ist als so eine olle Tonhalle, wo einfach nur ein paar Stühle hingestellt werden oder so. Und also ja, fand ich irgendwie krass, dass sich da die Leute so hart drüber aufgeregt haben, so nach dem Motto, oh, wenn ich dann einen Fuß in die Kirche setze, dann verbrenne ich sofort oder irgendwie so. Ja. So hatte man irgendwie das Gefühl, dass manche da so denken. Aha, okay. Und das finde ich nicht cool. Macht sowas nicht. Nee, kann ich verstehen. Ich bin auch der Meinung, dass Kirche als Gebäude, beziehungsweise eben auch als Veranstaltungsort, doch total okay ist. Also nur weil du in der Kirche drin, ist ja jetzt Wein fertig, nur weil du in der Kirche drin bist, also im Gebäude drin bist, heißt das ja nicht, dass du jetzt auch in einem quasi Gottesdienst drin bist, weißt du? Ja. So, ein Gottesdienst ist ja nochmal was anderes. So, die Kirche kann auch einfach nur, eine Kirche kann an sich jeder Ort sein. Ja, so, tatsächlich. Ein Gotteshaus. Genau. Solange da irgendwie ein Gottesdienst kann überall abgehalten werden. Und es ist erstmal scheißegal, in welchem Gebäude das ist. Klar ist dann irgendwie da ein Kreuz an der Wand und so weiter, aber das ist doch eigentlich egal. Warum haben wir eigentlich nirgendwo? Ach doch, hier haben wir doch. Wir müssen mal ein paar mehr Käse und Mayonnaise pressen und so weiter machen. Müssen wir? Na, wir haben hier nichts. Keine Ahnung. Weiß nicht, also wir können ja so gut wie keinen Käse oder so machen. Na, du bist doch auf dem Hof gerade. Ja, ich bin im Lagerhaus, ja. Ich habe gehört, wir brauchen mehr Käsepressen und Mayonnaise. Ich kann mich ja mal drum kümmern. Das ist meine Aufgabe für heute. Nee, also ich finde, ich bin ja auch schon irgendwie in Kirchen aufgetreten. So, und das passiert ja auch relativ häufig für mich. Ja. Ich bin aber auch aus der Kirche ausgetreten, also aus dem Verein quasi. Ja. Und nehme auch nicht mehr an Gottesdiensten teil, wenn ich nicht Part des Acts bin. Also ich gehe nicht mehr privat irgendwie zu Weihnachten oder Ostern in die Kirche, weil ich halt nicht mehr in der Kirche bin. Das wäre für mich irgendwie, sagen wir mal, eine Erschleichung von Leistung so. Ja, Schleichung von Obladen. Ja, irgendwie schon. Und das mache ich halt nicht. Wenn ich aber da auftreten muss, dann trete ich da auf. Und das kann sonst was für einen Anlass sein. Das ist mir dann erstmal scheißegal. So, wenn wir da unsere eigenen Weihnachtskonzerte oder so weiter machen, wo wir ja auch weltliche Titel singen. Ne? Wir singen ja nicht nur irgendwelche geistliche. Oh, so viel Wein! So viel Wein! Würde der Kirche auch gefallen. Auf uns. Würde der Kirche auch gefallen. Ja, nee, das kann man auseinanderhalten. Wir hatten zum Beispiel das Problem, meine Schule, in die ich früher gegangen bin, ist mittlerweile dicht gemacht worden. So. Ja. Bei Verwaltungsfehler, bla bla bla, was auch immer, war nachher eigentlich ein recht politisches Ding, war Kacke. So, und dann wurde auch überlegt, die Kirche die Kirche als Träger für die Schule zu nehmen, sodass die Schule halt weiterhin bestehen kann. Weißt du? Das haben die Leute aber, also auch viele Schülis insoweit nicht verstanden, weil die dann dachten, hey, wenn wir jetzt quasi eine kirchliche Schule dann wären, was Quatsch ist, weil es geht darum, dass die Kirche nur der Träger ist der Schule, dann hier müssen wir beten im Unterricht und so weiter. Und ich so, das ist doch völliger Quatsch. Wir haben doch immer noch eine Religionsfreiheit. Hier wird überhaupt niemand zu irgendetwas gezwungen. Haltet doch mal den Ball flach oder informiert euch mal vorher, bevor ihr so einen Blödsinn in die Welt hinaus posaunt. Weil ich finde das nicht okay. Das wäre halt eine Chance gewesen, diesen Schulstandort zu retten. Und es war ein richtig, richtig trauriges Ding im Endeffekt, dass diese Schule geschlossen wurde. Also gerade auch für die Region. Und ach Mann, richtig kacke. Jedenfalls hat das ja mit der Kirche als solches eben nichts zu tun. So, genauso wie wenn jetzt unsere Frühlingskonzerte zum Beispiel oder überhaupt über unsere Konzerte vom Schulchor damals, die fanden auch in der Kirche statt, weil der Kirche nun mal auch ein Veranstaltungsort ist. Das muss man doch auseinanderhalten können. Ja, und ich denke mir so, und Kirchen sind auch echt, also Kirchen sind halt auch echt schön teilweise. Also ohne Mist. Und die haben einen Klang und die haben Atmosphäre, das kann man ja nicht wegreden. Ja. So, worüber regt man sich denn da auf, ey?
Ja, und ich denke mir halt auch so, Mann, Leute, es sind halt auch einfach nur ein paar Stunden eures Lebens. Ja. Also, ja, Ja, keine Ahnung. ganz schön viel ja, weiß Quatsch. ich nicht. Ganz schön viel Ja, ich glaube, Quatsch. so diese pauschale Ablehnung davon und so finde ich irgendwie komisch. Ja, und teilweise kann ich das nachvollziehen, aber niemand zwingt dich zu einem Gottesdienst zu gehen. Weißt du? Du wirst ja nicht gezwungen, irgendwie jetzt da das Abendmahl mitzumachen oder sonstigen Blödsinn, sondern hey, ist einfach jetzt bloß, damit es hier stattfinden kann. Ja. Ach, Naja. ein. Meine Zeugnisverleihung war dann wieder in dieser Tonhalle. Ach ja. War, ja. Ich glaube, in der Kirche wäre es irgendwie schon cooler gewesen. Ja, Kirchen Oh, sind eine halt. prismatische Scherbe, Junge! Nice! Yeah! Wo hast du die jetzt bekommen? Von einem der Serpents hier. Der hat das gedroppt. Geil. Mega Mal gut. Hier. Los, komm, ich will jetzt einfach noch eine. Ich habe das, was ich machen wollte, nicht gemacht. Jetzt kommen einfach so viele von denen. Ich habe hier gerade diesen lilanen Nebel. Du schaffst das Sieht schon. einfach voll aus. Ja, nee, das ist gut. Ich mache jetzt doch noch das, was ich eigentlich machen wollte. Ich weiß nur gar nicht, wohin damit dann. Das kommt schon. Ich will mehr. Mal herstellen. Was Schade. brauche ich hier? Holz, Stein, Erdkristall, Kupferbarren. Ja, Warum ist denn hier so wenig Holz drin? aber weil wir kein Holz haben. Weil wir Scheiße, die wir für die ganzen Fässer brauchen. haben voll kein Holz, Mann. Okay, dann können wir doch keine weiteren Verarbeitungsmaschinen bauen. Nee, Mann. Ich würde gerne gar nicht. alles in Wein stecken. Alles in Wein investieren. Das ist okay. Das ich solltet habe ihr ganz auch viel Wein machen. verkauft. Das ist unser marktwirtschaftlicher krasser Tipp. Hier, Ja. wie sagt man, Finanzberatung. Kommt in die WhatsApp-Gruppe. Genau. Alles kostenlos beim ersten Mal. Ich wollte Abigail gerade noch was geben, aber jetzt schon 22 Uhr. Jetzt schläft die ja schon. Alter, ich glaube, ich farm heute einiges an Iridium. Sehr gut. Ich angel jetzt noch ein paar Fische. Also ich werde auch wieder einfach ohnmächtig hier, ne? Also ich komme jetzt nicht mit dem Bus mach das. zurück. Ich sag Abigail Bescheid. Dann muss Sehr ich mich gern. halt diese Nacht um sie kümmern. Und dann, oh ja, Abigail ist auf einmal schwanger. Ich muss mir ja noch Namen überlegen, ne? Butch, was für ein Name werden mein Sohn Ja, es und kommt ja meine auch ein bisschen Tochter haben? aufs Geschlecht an. Außer du willst ein. Schön Unisex. Heißen beide Leslie. Ja. Heißen Oder beide Sandy. Maxi. Sandy geht ja auch als. Ja, alles geht mittlerweile als Name. Ich habe Ist doch 5 scheißegal. wilde Köder, Alter. Oh, ich habe Holz gefunden. Ich kann es nicht aufnehmen. Warum nicht? Scheiße. Zu viel Zeug mit. Warte. Zu viel Zeug. So viel Zeug. Ist eigentlich schon das Signal dafür, dass ich auch zurückkommen könnte, aber. Würdest du auch noch schaffen? Nee, komm. Nee, hier ist noch so viel schönes Zeug. So ein Pilz. Noch ein Was ist denn das Fischchen, hier? noch ein Schatz, Hier. noch ein Amphibienfossil. Hier gibt's Sachen. Ey, wir haben übrigens schon fast eine halbe Million voll, ne? Ja, ich glaube, morgen haben wir die voll. Denk dran, mein ohnmächtig werden wird uns ein bisschen was kosten. Ja, ich habe ein bisschen Wein verkauft. Oh, ja geil. Und hier gibt's nochmal ordentlich Loot. Aber da brauchen wir uns diese Nacht keine Sorgen drum machen. Komm her, du Schleim. Jetzt kommen noch ein paar Fischis dazu. Also, keine Sorge. Ja, nice. Weißt du, was mir zurzeit Sorgen bereitet? Was denn? Die Alles? Menschen. Die Menschen. Oh, Die Menschen bereiten das mir geht Sorgen. mir schon seit so vielen Jahren so. Ich habe ich habe Ja. da zurzeit so ein bisschen drüber nachgedacht. Ich habe es mir auch aufgeschrieben. Warte mal, wie habe ich es über formuliert? Menschen? Ihr stinkt alle. Zurzeit kommen über recht viele berühmte Menschen, sagen wir mal. Ja. Über Menschen, die man kennt, über Prominente. Kommen so So Johnny allerhand Depp? mögliches, ne, nicht nur Johnny Depp und Amber Heard, sondern eben auch Amber Turd. hä?
Amber Turd heißt sie. Amber Turd, ja. Mr. Hanky wurde jetzt auch in den Zeugenstand berufen. Ja, das habe ich auch gesehen. Nein, ich bin vorm Bett eingeschlafen. Das kann ja wohl Ich nicht bin wahr in sein. der Schädelhöhle hier eingeschlafen. Und über wen war das noch? Hui! Ja, ist ein bisschen Geld reingekommen. Also das haben es gerade so geschafft, glaube ich, mit den 500.000. Boah, Nice. aber auch gut Geld, ey. Ist krass, oder? Ja, ja. Was ist denn hier eigentlich mit meinem Mikrokabel? Nee, und ich frage mich die Menschen sind dann immer so entrüstet, weißt du? Die Menschen sind immer so entrüstet, wenn jetzt diese Prominenten sich dann doch mal irgendwie menschlich verhalten und mal aus ihrer alles so heile Welt irgendwie rausfallen und dann was machen, was wir normale Menschen eigentlich tagtäglich machen. Ob das nur Will Smith ist, der mal auf die Bühne geht, wenn ihm etwas reicht und dann jemanden aufs Maul haut, was natürlich auch nicht korrekt ist, aber das passiert. So. Und der gehört dafür bestraft und alles, gar keine Frage. Aber solche Sachen passieren. Und die Leute denken sich, wie kann das denn nur sein? Wie kann denn sowas nur passieren? Oder bei Bill Murray, der halt auch einfach ein 80-jähriger Typ mittlerweile ist und sich am Set wahrscheinlich nicht so benimmt, wie man das eben erwartet. Und unsere Erwartungshaltung an Menschen oder an Prominente ist, glaube ich, mega falsch. Völlig verdreht. Heute beginnt, Nachtmarkt. glaube ich, der Wir erwarten immer von Nacktmarkt. Nacktmarkt, okay. Wir können auch einen Nacktmarkt draus machen. Wir erwarten immer von Prominenten irgendwie so unfehlbar zu sein. Und sich immer so zu verhalten, völlig korrekt zu verhalten und über alles im Bilde zu sein, politisch korrekt zu sein. Und ich finde, das ist einfach total falsch, weil das Problem ist, wir erheben die damit irgendwie auf ein Podest, wo die überhaupt nicht hingehören, beziehungsweise eine Erwartung, die gar nicht erfüllen können. Weil im Endeffekt sind das auch einfach nur Menschen, die manchmal dumme Ansichten haben, falsch liegen, Fehler machen, ganz viele Fehler sogar, von denen wir gar nichts mitbekommen. Manche Fehler kriegen wir dann doch mit, weil die dann vor Gericht geklärt werden. Aber im Endeffekt ist nichts davon, beeinflusst ja davon nichts unser Leben. Ja, egal was ein Johnny Depp macht, was eine Amber Heard macht, was ein Will Smith macht, was eine J.K. Rowling denkt oder macht, das beeinflusst ja nicht unser Leben. Eigentlich. Und warum sind wir da so unglaublich bestürzt jedes Mal und wollen dann irgendwelche Leute canceln, also müssen dann zu irgendwelchen Sachen aufrufen, anstatt einfach zu sagen, ja, okay, dann entscheide ich für mich halt einfach, konsumier deinen Scheiß nicht mehr oder ich finde dich nicht mehr so cool. Aber da muss man doch nicht jedes Mal dann irgendwie so eine großartige Bewegung draus machen. Weißt du, mir gehen da einfach so viele Gedanken dazu durch den Kopf, weil ich einfach finde, dass die Menschen damit... Oh ja. Deine die Aufgabe, Menschen ich geh in die Mine. Ja, mach das. Weil die Menschen damit einfach nicht mehr umgehen können. Da muss ich ja sagen, bin ich ja ganz anders. Mich interessiert das halt gar nicht, was die machen. Auch also zum einen, weil ich alles, was so Promi-Geschehen oder berühmte Persönlichkeiten-Geschehen anbelangt, interessiere ich mich halt null für. Also so gar nicht. Auch dieser ganze Prozess hier mit Johnny Depp und Amber Turd habe ich durch irgendwelche Memes das erste Mal mitbekommen und dann, ja gut, durch so ein Solmecke-Video natürlich. Daher beziehe ich so meine Infos aus Memes und Rechtsvideos. Und ich muss auch sagen, also mich beeinflusst das halt auch gar nicht. Außer dass, also ich ziehe daraus, dass daraus Memes entstehen. Ja. An denen ich mich dann erfreuen kann. Oder wir uns dann auch erfreuen können. Und der Rest ist mir halt so scheißegal, was diese Leute machen oder nicht machen. Oder sagen oder nicht sagen. Oder. Ja, das Problem ist dann, dass man dann immer schnell. Wenn sich jetzt zum Beispiel rausstellen würde, oder nehmen wir zum Beispiel einen Fall, der wirklich passiert ist, auch innerhalb dieser MeToo-Debatte, Kevin Spacey, dem halt wirklich nachgewiesen wurde, dass er eben sich an oder so ein Mann irgendwie missbraucht hat, seine Position da missbraucht hat, um ihn zu irgendwas zu zwingen.
wenn so ein Fall rauskommt und dann wird irgendwie gecancelt, dann wird er aus seiner Show rausgeschmissen, auf einmal darf man die Filme nicht mehr gucken mit ihm, weil alles dazu dann irgendwie wenn man jetzt das gut finden würde oder die Filme immer noch gut finden würde, dann wäre das irgendwie eine Position, die man natürlich auch bezieht. Und ich denke mir so, nee, eigentlich nicht. Ja. Ich finde das so schwierig, auch zum Beispiel mit J.K. Rowling und so. Das ist einfach so. Na gut, ich sag mal so, wir hatten ja schon mal das Thema, viel Spaß beim Folge raussuchen, wo man, ich habe ein Hasenfoto für dich. Oh, die Folge kann ich sogar raussuchen. Das ist kein Problem. Okay. Wo wir gesagt haben, dass wir ja Künstler und deren Kunst voneinander vielleicht eher trennen sollten oder getrennt voneinander betrachten. Das ist halt dasselbe Thema wie mit Kirche als Institution und Kirche als Bauwerk. Muss man halt einfach auch mal differenzieren, trennen können irgendwie. Ja, vor allem, weil an so einem Film ja auch ganz, ganz viele Leute beteiligt sind. So, ja, genau. Das ist ja nicht steht nur, und fällt ja nicht nur mit einer Person. Ja, genau, und die eine Person verdient damit Geld, ja, aber ganz viele andere Menschen auch. Ja. Ganz, ganz viele andere Menschen auch. Ja. Ja, keine Ahnung. Ich hatte auch so eine ähnliche Diskussion. Dadurch ist ja diese andere Folge entstanden, so mit Künstler und Kunst voneinander trennen. Ja. Wo ein Freund von mir halt meinte, oh ja, wie kannst du denn Egal vom Wendler hören? Und ich so, Alter, ich höre halt sonst natürlich keine Musik, die so in diese Richtung geht. Ich höre es halt nur ironischerweise, weil dieses Lied hat einfach so viel Meme-Potenzial. Ja. So wie oft habe ich zu irgendwas gesagt, egal, so, ne? Also einfach, wie oft habe ich dieses Lied zitiert, diese eine Textzeile. Und nur deswegen finde ich halt das Lied, die Kunst so cool. Was der Wendler privat macht und von sich gibt und so, ist mir halt einfach so scheißegal, Alter. Also es war mir auch davor schon scheißegal. Ich denke mir so, also Leute, so. Und dann habe ich halt auch zu dem Kumpel dann halt auch gesagt, naja, wie ist denn das? Du hörst doch auch gern Songs von Michael Jackson. So, und dem wurde doch auch alles Mögliche nachgesagt. Und da hat er dann so argumentiert, naja, zu der Zeit, wo das halt so war oder wo die Lieder so rausgekommen sind, da war ich ja halt noch ein kleines Kind, da konnte ich ja natürlich nicht so darüber reflektieren. Und da dachte ich mir so, naja gut, aber jetzt kannst du's. Und du hörst ja trotzdem noch Michael Jackson Sachen so. Also, weiß ich nicht, finde ich irgendwie komisch. Ja, ist es auch. Es ist auch komisch. Und es ist auch, also man kann doch einfach zugeben, dass man die Kunst immer noch cool findet. Und das Lied kann ja auch erstmal nichts dafür. So. Ja, deswegen. In dem Lied redet er ja nicht darüber, hey, ich mach gern schlimme Dinge mit Kindern. Ja. So. Sondern und zum Beispiel anderes gutes Beispiel ist ja Klaus Kinski. Klaus Kinski war eine bin ich nicht so drin, aber er war, glaube ich, ein bisschen, er war, glaube ich, ein bisschen derbe. Klaus Kinski, es geht nicht darum, dass Klaus Kinski derbe war, sondern der hat auch nachweislich seine Kinder geschlagen, misshandelt, etc. Oh, shit. Obwohl, googelt das nochmal nach, was ihm genau nachgesagt wird. Aber, oder allein schon, es reicht ja schon alleine, wenn sich jemand so wie er am Set verhalten würde heutzutage. Ja, so wie er sich damals am Set verhalten hat. Wie er ciao Karriere, dann setzt du keinen Fuß mehr irgendwo rein. Ja. Schlimm. Also ohne Mist. Und das ist auch teilweise gut so. So, weil das muss halt nicht sein. Aber die Filme werden halt trotzdem geguckt, weil er als Schauspieler einfach. Und das sagt ja auch Dings selber hier, sein Regisseur. Wie hieß er nochmal? Ich habe keine Ahnung. Ihr wisst, wen ich meine. Promi Live bin ich raus. Ja. Aber dann vielleicht muss man dann solchen Leuten, die dann sowas immer sagen, müsste man, also speziell jetzt auf Deutschland bezogen, müsste man sagen, okay, dann dürft ihr halt auch einfach gar nicht mehr auf der Autobahn fahren. Ist ja alles Hitlers Idee gewesen. Ja, genau. So, wo so, nimmt man das Ende? Und wenn man es zu Ende denkt, muss man eben auch, also er muss es auch komplett zu Ende denken. Aber da ist ja dann so, also das ist ja auch sowieso immer das na gut, mittlerweile eher Witzargument von so typischen, ja doch schon Nazis, so, ja Hitler, aber da war ja nicht alles schlecht, der hat ja die Autobahn gebaut. Genau. Ja Mann, warum hat er die dann gebaut, dass er seine Panzer so schnell wie möglich von A nach B bekommt, Alter, der hat nicht an die Bevölkerung dabei gedacht. Also. Nee, es ist ja auch total Quatsch. Also du kannst ja, auf Autobahn kannst du ja nicht wirklich verzichten. So.
Aber Ja, kannst du im schon, aber es Endeffekt ist bescheuert, da aus diesem Grund darauf zu verzichten. Also, ja, Ja. Keine Ahnung, die Leute sollen mal alle nicht so empört sein. ja, nee, ich meine, das Problem, was ich gesehen habe, war dann zum Beispiel bei Thema J.K. Rowling, dass die ehemals Fans oder die Leute, die dann eben darüber sauer waren, was sie gemacht hat oder wie sie sich eben positioniert, übrigens eine Ja. Position oder ihre Art von Feminismus wurde ja davor erst jahrelang irgendwie gefeiert. So, sie wurde ja erst als eine als Vorzeigebild der Frauen und so weiter gezeigt, ne, was sie alles für welche feministischen Organisationen, wie sie sich engagiert und so weiter. Das wurde ja erst alles jahrelang gefeiert und dann sagt sie auf immer, naja, aber ich sehe das nun mal so und so und ändert eigentlich nichts an ihrer Position. Auf einmal wird sie dafür, naja, gehatet, gecancelt und so weiter. Und dann, was ich richtig geil fand, fangen diese Leute, die jetzt sauer darüber sind, fangen dann auf einmal an, ihre Bücher zu verbrennen. Oh mein Gott. Und ich dachte mir so, ist das euer Scheißernst? Wie kann man, Ja, bescheuert. Ganz ehrlich, wie einfach kann bescheuert. man sowas tun? Also, wenn man sich schon über Sachen echauffiert und so weiter und wofür die stehen und was das für eine Bedeutung hat. Bücherverbrennung? Really? Mehr Nazi geht nicht, ey. Ja, stimmt schon. Mehr Nazi-Methoden geht doch fast gar nicht. Und natürlich spricht das ja nicht für alle, das spricht für einen dummen Teil irgendwie, aber da laufen auch irgendwie alle blind hinterher, ohne sich darüber Gedanken zu machen, was sie da eigentlich gerade machen. Bücherverbrennung ist so ein großes Bild, ja. Das hat so eine üble Aussagekraft. Wie war das? War das bei dir? Gab es bei dir in der Schule so, im Abschlussjahrgang oder so? Gab's da auch Leute, die dann gesagt haben, yo, Hefterverbrennung und so? Nee. Ey, gab's bei mir tatsächlich im Jahrgang. Also nicht so Und- organisiert. Ich glaube, ich von einigen gehört zu haben, die das dann irgendwie gesagt haben, dass sie irgendwie ihr Zeug verbrannt hätten. Aber jetzt nicht so, dass die sich da irgendwie, dass sie das irgendwie organisiert hätten oder so, sondern wenn, dann hat das irgendwie jemand einzeln gemacht oder so, obwohl ich auch nicht glaube, dass das nun wirklich passiert ist. Ja, ich weiß weiß ich von nicht. Schulkameradis, dass sie das gemacht haben. Oh, Ja. Lavafledermaus. Oh, cool. Ich habe eine Abenteuergilde Dingens erledigt. Ja, geil. Ja, weiß ich, dass welche sich da getroffen haben. So. Also es war dann so quasi wie so ein kleines Event, wo dann einige hingegangen sind. So, ja, Ja, ey, lass mal da unterteilen. manche, also Hefterverbrennung. Und ich dachte mir so, also ich verstehe, was ihr eigentlich damit ausdrücken wollt, aber das ist halt auch einfach irgendwie saudämlich. Und Ja. irgendwie, weiß ich nicht, also wem wollt ihr denn damit irgendwie noch ein Zeichen setzen? Oder, also keine Ahnung, das interessiert halt niemand, ob ihr jetzt eure Nee. Hefter verbrennt oder nicht. Und trefft euch doch auch einfach so zum Saufen. Also, Ja, weiß ich genau, nicht. da muss man. Gibt doch Ausreden genug dafür. Ja, ist Fand ich schwierig. irgendwie albern. Und deswegen, die Menschen machen mir Sorgen. Die können nicht mehr Maß halten, weißt du? Es geht immer irgendwie nur ins Extreme und wenn jemand Scheiß baut, dann muss der durchs Dorf getrieben werden mit Heugabeln und Mistfackeln. Ja, wie gesagt, die sollen alle aufhören, einfach so, so empört zu sein über alles und jeden. Wir waren übrigens nicht beim Nachtmarkt, ne? Nee, der ist ja auch heute noch nicht, der ist erst morgen. Ach, der ist erst morgen. Ich habe einen Brief bekommen, dass er morgen Ach so, losgeht. okay, ja, kann sein, stimmt. Ja, am 15. Ich habe den Brief nicht richtig gelesen. Wir gehen übrigens in dieser Thematik in der nächsten Folge noch ein bisschen weiter. Tun wir? Ja, sagt mein Themenzettel. Also, bleibt auf jeden Fall dran, beziehungsweise schaltet nächste Woche wieder ein. Komm mal ins Bett. Ich bin noch in der Schädelhöhle. Achso. Hör mal auf abzumoderieren. Ja, ich kann eine ganz lange Moderation machen. Achso. Ja. Ich kann euch ja noch ganz schnell und ganz kurz. Obwohl, nee, mache ich in der nächsten Folge. Siehst du, wir haben doch gar kein Material mehr für den Rest der Folge. Doch. Ja, doch. Aber das ist eine Sache, die kennt ihr alle. Ihr kennt sie nur nicht unter diesem Namen. Wie so Okay. oft, wenn ich Sachen raussuche. Und ist aber dann relativ schnell abgehandelt. Ich habe was getrunken. So, schaffe ich es noch in Voll die Spirale? unprofessionell, Schaff ich's hier noch rein? während der Aufnahme zu trinken. Schaffst du es noch nach Hause?
Hä, nein, im Leben nicht. Im Leben nicht, okay. Also ist auch gar nicht mein Plan, weil ich bin ja in der Schädelhöhle. Achso, vielleicht sollte ich dann wirklich Ey, mal wir bei haben Abigail übrigens übernachten. auch, glaube ich, kein Geld verloren, ne? Also, weil ich habe einen Brief bekommen hier von Marlon. Ja. Hab dich mit dem Gesicht irgendwie bla gefunden und so. Und da stand aber nichts von Geld verloren. Ich glaube, dann geht es wirklich manchmal darum, wer dich findet. Weil du verlierst ja nur Geld, wenn du dann auch in der die Arztkosten quasi, ne? Oder wenn deine oder Brieftasche wenn geklaut wird. wenn halt ein Joja, genau sowas. Ja. Na gut. Ja, aber ansonsten verlierst du, glaube ich, auch gar kein Geld. Alles klar. So, jetzt aber Abmoderation eingeleitet. Leute, vielen, vielen Dank fürs Reinschalten. Schaltet auch beim nächsten Mal wieder rein. Lasst uns gerne in den Kommentaren da, was ihr denn über die ganzen Sache denkt. Was können wir von Prominenten überhaupt erwarten? Haben Prominente vielleicht eine besondere Rolle oder eine besondere Vorbildfunktion? Lasst uns da gerne mal konstruktiv diskutieren in den Kommentaren. Ansonsten wünschen wir euch eine schöne Woche. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Abonniert Butchbob42, lasst ein Like da, lasst ein Abo da und aktiviert die Glocke. So, ich glaube, ich bin fertig. Möchtest du noch was sagen? Wir sehen uns zur Kafka-Falle in der nächsten Folge. Tschüss. Tschüss.